Bis zum nächsten Update ist man dann fast 190. Das sagen so viele Leute oder machen Scherze darüber, aber es wird halt echt so sein, jetzt ist 165 so, dass jeder sagt, naja, lohnt sich nicht, dauert zu lange, pipapo. Und es ist ja auch so. Aber es wird safe so sein, dass 175 schneller geht als 160 wahrscheinlich. Also die 10 Level von 165 auf 175 werden wahrscheinlich schneller gehen als die 10 Level von 150 auf 160. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Weil das immer so ist. Die müssen ja das Pacing, also besser gesagt die XP der Monster, im Endeffekt wie Coral Island. Von Astria auf Coral Island. Du gehst jetzt mit 135, gehst ja zu, krasser wahrscheinlich noch, gehst ja zu, wie heißen sie? Fuck, komm gerade nicht auf den Namen. Aatrox. Gehst ja zu Aatrox und die geben ja 50% mehr XP als Mammuts. Also so einen heftigen Boost. Ich muss persönlich sagen, ich habe den eigentlich nicht so wirklich wahrgenommen damals, weil mein Damage so scheiße war. Aber theoretisch geben die ja wirklich viel mehr XP. Also nicht nur theoretisch, praktisch auch. Und da wird es safe auch so sein. Da wirst du dann halt in das neue Levelgebiet gehen, tötest da 10, was auch immer, welche Viecher. Todrin wahrscheinlich oder so ein Scheiß. Und die geben dann 10 Todrins, geben dann wahrscheinlich so viel wie 50 Dreadfin, die ich gerade töte. Im Herneos Dungeon. Oder so, irgendwie in der Art wird es wahrscheinlich sein. Und das heißt, du wirst einfach 5-mal so schnell leveln, plötzlich wieder. Was immer noch jetzt nicht hyper schnell sein wird. Ich meine, es ist immer noch ein oder High-Level und so. Aber du wirst halt wieder schneller leveln als wahrscheinlich 150 bis 160. Zumindest für die ersten 10, vielleicht 15 Level oder so. Wird dann natürlich auch schnell wieder weniger wahrscheinlich. Aber zumindest so, dass man vermutlich in den neuen Dungeon kommt, in den neuen Tower. Was es alles geben wird, weiß man noch nicht sicher. Aber es wird safe so sein, weil andernfalls würden sie die Spieler wieder verlieren. Weil es gibt ja trotzdem relativ viele Leute, die eher casual spielen oder nicht ganz so heftig reinsuchten. Und die würden sie halt alle verlieren, wenn jetzt zum Beispiel 165 bis 75 zum Beispiel genauso schwer wäre wie 155 bis 165, was ja ziemlich schwierig ist. So schwierig, dass die meisten Leute sagen, ach, ich level einfach gar nicht mehr, dauert mir zu lang, lohnt sich nicht und pipapo. Und dann würden sie ja wirklich alle Leute verlieren, die nicht geistesgestört reingrinden und oder nicht geistesgestört rein cashen. Und ich denke nicht, dass sie das wollen. Natürlich wird das Game hauptsächlich von den Wahlen finanziert, aber Wale hören auch irgendwann auf zu spielen. Wenn alle anderen aufhören zu spielen, dann hören auch die Wale auf zu spielen. Weil komplett alleine wirst du ja auch nicht in dem Game hocken. Du brauchst ja die anderen trotzdem irgendwie. Und ja, also sie können es nicht so schwer machen. Also rein von der Logik her müssen zumindest die ersten 10, vielleicht sogar 15 Level mindestens genauso schwer sein wie die davor. Oder höchstwahrscheinlich sogar ein bisschen leichter. Und erst dann wieder ein bisschen schwieriger. Alles andere ergibt null Sinn. Und haben sie in der Vergangenheit von Flyf eigentlich auch nie wirklich gemacht. Außer in Flyf PC kann man sagen, da haben sie es mal ein bisschen verkackt. Mit dem Rework von dem Mars Dungeon. Da haben sie es ein bisschen verkackt. Da war es schon ziemlich ätzend. Da war es nicht wirklich leichter, als der released wurde. Also man hat schon viel mehr XP bekommen. Bis zu 163 oder 165 hat man immer gesagt, kann man gut leveln. Und jeder, der über 165 noch weiter levelt, hat man damals gesagt, ist halt ein Tryhard oder der will halt unbedingt Maximallevel erreichen. Aber hat eigentlich jeder gesagt, dass sich das nicht lohnt. Weil es zu lange dauert, weil es zu schwierig ist. Pipapo. Und ja, wie gesagt, das ist ja jetzt gerade mit 165 in Flyf Universe eigentlich auch so. Und die ersten Level nach so einem Update, die sind dann aber in der Regel eigentlich wieder leichter. Nur in Flyf PC halt nicht, weil das Levelgebiet, was nach Flyf PC dann noch kam, das gibt es im Endeffekt gar nicht. Das ist ein Levelgebiet, was nur aus Bossmonstern besteht. Man kann nur bei Bossmonstern leveln, die alle 500 Millionen Leben haben. Entsprechend levelt man eigentlich einfach gar nicht. Außer man tötet halt diese Bosse. Also da haben sie es verkackt. Aber in Flyf Universe werden sie das ja nicht machen. Das neue Levelgebiet wird ja nicht auch noch aus Bossmonstern bestehen, sondern es werden einfach ganz normale Monster sein, wo man ganz normal leveln können wird. Und das wird safe leichter sein als jetzt gerade 165. Obwohl ich es nicht weiß, kann ich es euch garantieren, dass es so sein wird. Und wenn es nicht so ist, dann hören wir alle auf zu spielen. Und von dem her ist es dann egal, ob ich recht habe oder nicht. Weil dann sehen wir uns eh nie wieder.
Da sehen wir uns dann beim Meeting 2. Du glaubst eher, die werden die Schwierigkeit übertrieben anheben? Siehe Vergangenheit, neuer Tower, der davor noch... Das ist ein Witz. Ne, wir reden ja aber gerade nicht über die Schwierigkeit, wir reden über die XP, die wir bekommen. Das ist mal wieder Äpfel mit Birnen vergleichen, Sir. Wir reden gerade über XP. Pro getötete Monster. Wie stark die Monster sind und so, darüber habe ich jetzt eigentlich gar nichts gesagt. Ich rede gerade lediglich von der Levelgeschwindigkeit. Ich meine, level mal jetzt in Envy-Devs mit schlechtem Equipment. Geht nicht. Und selbst in Herr Neos mit schlechtem Equipment brauchst du eigentlich auch gar nicht reingehen. Zeitverschwendung. Die Viecher haben über 600.000 Leben. Die Captain Lumenfin müssen sogar über 700.000 haben. Da brauchst du mit schlechtem Equipment auch nicht reingehen. Also gezwungen gutes Equipment ist schon immer in Flife Voraussetzung gewesen, um im Endgame überhaupt spielen zu können, klar. Also ohne gutes Equipment brauchst du im Endgame, hast du auch nichts verloren im Endgame. Ja, aber dann hast du nichts verloren im Endgame, Vanek. Also wenn du jetzt, wenn du das mit den neuen Monstern nicht schneller levelst als mit den alten, dann ist einfach das Problem, dass dein Equipment so scheiße ist, dass du nicht 165 sein solltest. Dann wäre die Frage, wie zum Teufel bist du auf 165 mit so beschissenem Equipment gekommen? Das wäre dann die Frage. Das hat dann nichts mit den XP der Monster zu tun. Da ist dann die Frage, wie zur Hölle ist jemand so hochgekommen mit so beschissenem Equipment? No front. Aber das wäre dann die Frage. Wie zum Teufel das möglich ist, dass jemand so ein hohes Level hat. Mit so schlechtem Equipment. Weil das sollte eigentlich unmöglich sein. Weil du jetzt mit so schlechtem Equipment hast im High Level auch nichts verloren. Free-to-Play No CS Item Challenge. Ja, aber dann bist du ja selber schuld. Dann kannst du nicht dem Spiel die Schuld geben. Dann kannst du nicht dem Spiel die Schuld geben. Das ist ja dann dein Problem. Also, ein Weicheischuppen Junior suchst du in Flyfer sowieso vergeblich. Also ich meine, ich finde persönlich Flyfe Universe ist schon der Weicheischuppen Junior. Verglichen mit Flyfe PC. Mit vielen Dingen in Flyfe PC. Ist Flyfe Universe schon der Weicheischuppen Junior. Also von dem her kann man sich da eigentlich echt nicht beschweren. Der Challenge siehst du mich? Da hab sogar ich Besseres zu tun, Sir. Sheesh. Eieiei.